Herzlich willkommen. Elke Walter. Hi. Hi Henrich. Bianca, hallo. Ja, schön euch zusammen zu haben hier. Und wir wollen mal ein Interview machen, wie es hier an der deutschen Schule geht. Du leitest ja hier die Grundschule in Aalen, Mammut-Grundschule. Ihr seid toll ausgerichtet. Ja, du hast schon vom Movement Method gehört und du hast auch schon eine Fortbildung mitgemacht. Ja, warum findest du Movement Method passend für deine Grundschule? Gerade für meine Grundschule, weil ich glaube, für alle anderen Schulen auch. Trotz Innovation in der Unterrichtsvorbereitung, trotz der Implementierung von kooperativen Lernformen, von Werkstattarbeit, von Lernzeiten, haben wir gemerkt, wir erreichen einige Kinder nicht. Und ich habe gemerkt, die Belastung bei den Kollegien stieg exorbitant an. Und da kam Bianca wie Phönix aus der Asche mit dir um die Ecke und brachte Movement Method. So ein Stück weit erinnerte mich das an die Montessori-Pädagogik. Und in unseren eigenen Ausbildungen haben wir gelernt, arbeitet mit Bewegung. Aber es verlor sich im Laufe der Zeit, sodass die Kinder sitzend am Platz waren und wir von denen verlangt haben, jetzt bring aber mal, jetzt zeig mal deine Leistung. Und das, was Bianca uns auf der ersten Fortbildung gezeigt hat, war das, was chemisch abläuft und was in unserem Körper passiert. Wenn wir in einer Stresssituation sind, dann können wir nicht mehr flexibel mit dem umgehen, was wir gelernt haben. Aber was passiert, wenn wir, ich sage das immer, im Flow sind? Also nicht in so einer Laissez-faire-Haltung, aber wenn wir darauf gespannt sind, was dürfen wir jetzt lernen? Wir fragen mal Bianca, was hast du den Lehrern an dieser Schule gezeigt und was hast du denen gesagt? Ja gut, wir sind so ein bisschen über die Neuropsychologie dahinter, was im Kopf passiert, wenn man sich bewegt und bestimmte Muskeln entspannt und was Bewegung beeinträchtigen kann. Und ich habe das selber in der Schule ausprobiert und bin dann Trainer geworden und wollte das gerne weitervermitteln für andere Lehrer und Kinder auch, weil die so am besten lernen. Und das ist nicht nur für Kinder mit Herausforderungen und Behinderungen, sondern das ist wirklich für alle Schüler, die wir im Klassenzimmer sitzen haben. Okay. Und was hast du als erstes umgesetzt oder was war sehr einfach? Ich muss jetzt sagen, dass ich ein Kollegium habe, das sich ganz schnell begeistern lässt. Also nicht alle, aber es ist ein Teil, die sagen, Mensch, ne, genau das brauchen wir. Wir brauchen jetzt Veränderung, ohne dass wir uns komplett ändern müssen. Und was wir als erstes übernommen haben, geht raus in die Natur. Also wir haben hier ein fantastisches Surrounding und wir haben die Kinder, es war ja auch der Sommer, eine fantastische Umgebung, fantastische Außendarstellungen, dass wir wirklich mit den Kindern zum Beispiel auf den Schulhof gegangen sind. Und ich habe am Freitag von einem Mädchen erzählt, Legasthenikerin, Klasse 4, Schreiben war nicht ihr Ding und wir brauchen ja irgendwann Texte. Und Bianca zeigte uns, wenn wir in einer Entspannung sind, dann ist der Muskel hier entspannt und das Mädchen, die Kollegin hat gesagt, so raus mit euch, sucht euch einen Platz, in 30 Minuten seid ihr wieder hier und ihr zeigt mir, was ihr gemacht habt. Okay. Und das Mädchen saß auf einer Brücke, auf einer instabilen Brücke. Wir sahen das von außen und na, das wird ja was, ne? Wie soll sie da schreiben, wenn ständig diese Bewegung ist? Das erste Mal, Henrich und Bianca, dieses Mädchen hat eine DIN A4-Seite geschrieben, hatte ein vollkommen entspanntes Gesicht. Die Legasthenie, die war nicht weg. Aber sie hatte eine ganz andere Motivation, wieder zu schreiben. Sie saß breitbeinig auf der Brücke, schaukelte die ganze Zeit. Aber das, was sie geschrieben hatte, konnten wir lesen. Bestes Beispiel. Ja. Raus, nutzt die Natur. Ja, schön. Das sagt Movement Method ja. Geht nach draußen. Warum ist das so wichtig? Einfach um die Verbindung mit der Natur wieder zu haben. Und wir haben ja Temple Grandin damals gefragt, wie man autistischen Kindern helfen kann. Und deren Grundregel war, geh in die Natur mit Bewegung und folge dem Kind. Also in den Interessen des Kindes, physisch, psychologisch, emotional. Und wenn wir dem folgen, kann man eigentlich jedem Kind helfen zu lernen. Und das geht nicht nur für Kleinkinder, sondern das geht bis zur Erwachsenenausbildung hin. Also wir nutzen das auch, wenn wir diese Workshops geben, dass wir rausgehen und viel Bewegung und diese Hands-on-Learning machen. Okay. Du hast das ja dann gesagt, es hat funktioniert. Was haben denn das Kollegium gesagt, die anderen Lehrer?
Also ich habe Ihnen erstmal versucht, Sicherheit zu geben, dass wir nicht alles umstellen müssen. Also Bewährtes haben wir, das gibt Sicherheit. Es gab aber auch Kollegen, die gesagt haben, das kann ich nicht. 30 in der Klasse, diesen Lärm halte ich erst nicht aus. Und ich habe das Gefühl, wenn ich meine Kinder rausschicke und andere Kinder sind draußen auf dem Schulhof, dann machen die was ganz anderes als das, was sie tun sollten. Aber ganz vorsichtig sind hier die einen oder die anderen dahin gegangen und lernen zum Beispiel ein Gedicht draußen. Der Herbst steht auf der Leiter, ein klassisches deutsches Gedicht. Die sind nach draußen gegangen, haben die Bäume angefasst, haben geschaut, was passiert mit den Blättern, haben diese angefasst und sind dabei ins Gespräch gekommen. Das war genauso wirksam, als wenn wir den Herbst in die Klasse geholt hätten. Nein, wirksamer, als wenn wir das Ganze in die Klasse geholt hätten, das Arbeitsblatt in die Klasse geholt hätten. Die Kinder konnten das Gedicht wesentlich schneller lernen, weil sie mit einer klaren Aufgabe, mit einer freien Sozialstruktur, mit einer klaren Zeitangabe draußen am Baum etwas gesucht haben. Ja. Und wenn dann jemand mal auf eine Leiter geklettert ist, also wir haben da keine Leiter hingestellt, aber wir haben so getan, als würden Bäume an der Brücke stehen. Das war ein Perspektivwechsel, den die Kinder in dem Moment vornehmen konnten. Und es passierte Sprache. Die sprachen über das Gedicht, ohne dass wir das initiieren mussten. Toll. Ach, ich bekomme immer Gänsehaut, wenn ich das erzählen darf. Der Kollegin ging es in dem Moment gut. Im Nachgang. Zuerst war sie angespannt. Habe ich meine Kinder hier im Blick? Aber dann ging es ihr gut und sagte, schau mal. Das funktioniert. Ja, es funktioniert. Perspektivwechsel, hast du gesagt. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ganz genau, das unterrichten wir auch in diesen Workshops, dass Perspektive ganz wichtig ist und viele Kinder das so ein bisschen verlieren, wie andere sich fühlen und so. Und das bringen wir halt wieder zurück ins Klassenzimmer, dass man an andere denkt und wie sieht der das jetzt und ideales Beispiel, dass das jetzt richtig angewandt wird. Ja, Perspektivwechsel und was wir ins Klassenzimmer bringen. Ich merke die ganze Zeit schon hinter mir. Elke, erklärst du mir mal, warum hier so viel Äste hier in deinem Klassenzimmer zu finden sind. Mit der ersten Fortbildung kam das Wort Tipi und wir haben in einigen Klassenräumen wirklich ein Tipi stehen. Sehr zur Verwunderung unserer Eltern, die am Tag der offenen Tür gedacht haben, okay, was macht ihr denn da jetzt? Also diese Eltern konnten wir ja noch nicht informieren, das sind die Eltern der kommenden Erstklässler. Wir sind dann aber in den Kindergarten gegangen und haben erklärt, warum da ein Tipi-Zelt steht. Unsere liebe Barbara wollte das naturgetreu haben, hat einfach Weidenäste hier reingebracht. Ich muss jetzt sagen, hier drunter hat ein Kind geschlafen. Oh. Da wurde unterrichtet, hier hat ein Kind geschlafen. Ja. Es brauchte das. Ja, es ist ein Rückzugsort. Hier sind Kinder, die aktiv mit den Büchern arbeiten. Hier gehen Kinder rein, wenn die uns signalisieren, lasst mich doch jetzt bitte einfach mal in Ruhe. Und das haben wir in fast allen Klassen implementiert, dass wir ein Tipi-Zelt dort stehen haben. Manchmal bricht das zusammen, dann stellen wir es wieder auf. Aber dieses Tipi-Zelt ist eine Oase für Kinder. Ich darf mich zurückziehen und es ist im Moment in Ordnung, dass ich da reingehe. Das Schöne daran ist ja, das kann ja jeder in sein Klassenzimmer, egal wo das ist, reinbringen, aufbauen und nutzen. Ne? Ja. Ich habe mal eine Frage. Was sagt denn jetzt die Schulaufsicht, wenn jetzt so ein halbes Äste- und Osterfeuer in der Klasse zu finden ist? Dafür ist jetzt dieses Interview zu früh. Mein Chef kommt am Freitag hierhin, dann werde ich ihm das zeigen. Ich bin aber sicher, weil er die erste Veranstaltung mit Bianca miterleben durfte, dass er davon begeistert sein wird. Okay, also der ist ja ganz offen und sagt, was Neues ist immer sehr interessant und wenn es den Kindern beim Lernen hilft, ist das genau das, was wir wollen. Ja, nicht nach dem Motto, wir laufen jetzt jedem Guru hinterher und da kommt was Neues und wir machen es, sondern das war wissenschaftlich fundiert. Und das war das Gute an der ersten Fortbildung, dass wir die Wissenschaftsanalyse hatten, dass Bianca uns sagen konnte, was passiert in deinem Körper, wenn du in Anspannung bist, wenn du das Gefühl hast, du musst hier weglaufen. Und das tat gut. Also ich werde gerne dir berichten, was er mir gesagt hat. Was ich nachweisen kann ist, ich meine, wir machen es erst seit Mai. Und das marginal. Aber dass seitdem der Krankenstand, ich meine jetzt nicht Grippe, aber Kopfschmerzen, unklare Bauchschmerzen, die haben bei den Kindern nachgelassen. Und vielleicht all das, was wir im Vorfeld auch initiiert haben mit diesem Movement Method,
hat einen Notendurchschnitt gebracht, der ist für mich Gänsehaut. Der liegt teilweise bei 2,2, teilweise auch, obwohl wir einen hohen Migrationsanteil haben, bei 1, irgendetwas. Okay, das ist schon. Und ihr habt ja hier in dem Bezirk, wo die Schule sich befindet, das ist kein einfacher Bezirk, kein einfacher Stadtteil. Du sagtest das gerade schon, ein hoher Migrationsanteil. Das heißt, da sind noch ganz viele andere Dinge, die die Kinder mit in die Schule bringen und wo ihr arbeiten müsst. Ist da Movement auch einsetzbar oder merkt man da die Auswirkungen von dem, was Movement bringt? Also zum einen die Theorie, die uns Bianca sehr plastisch nahegebracht hat, hilft uns, dass wir nicht mit Druck arbeiten können. Oh ja. Mit klaren Rahmenbedingungen schon, also nicht nach dem Motto, macht mal, was euch heute gut tut, manchmal schon, aber wir haben bestimmte Rahmenbedingungen. Aber mit Movement vielleicht dahin zu kommen, dass unsere traumatisierten Kinder, und wir haben die Flüchtlingskinder, die im Mittelmeer unter dem Boot waren, die haben wir hier, die werden manchmal getriggert, dass wir jetzt wissen, was können wir ihnen Gutes tun. Und wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, auf einem Ball eine ganze Zeit zu schaukeln oder in dem Snuselraum mit Massagen zur Ruhe zu kommen, was wollen wir mehr? Und das sind für mich Voraussetzungen, die Lernen erst ermöglichen. Und wenn hier ein Kind schläft, dann hat es einen Grund und ein Recht, hier zu schlafen. Ja. Wir haben ja No Pressure, also kein Druck. Warum ist das so wichtig? Ja, sogar den richtigen Druck. Ne? Wir wissen schon, dass man ja einige Standards und sowas einhalten muss, aber der richtige Druck, wann es ausgeübt werden muss und wann ist es wert, auch mal einen Kampf durchzuführen oder so, das muss ja nicht ständig sein. Wenn man ständig macht, verliert das ja auch die Nachwirkung. Und wie du schon sagtest, wenn die schlafen müssen, ich habe das genauso, wir sind ja auch in einem ziemlich niedrigen Einkommensbereich und die Kinder teilweise schlafen zu Hause nicht. Und dann habe ich die lieber in meinem Klassenzimmer und dann kommen die wieder, können besser lernen. Und deshalb glaube ich, meine Daten sind auch, also meine Arbeiten und so sind wesentlich besser ausgefallen, seitdem ich das eingebaut habe. Okay. Das sind ja die Bedürfnisse der Administration, wir haben die Bedürfnisse der Lehrer. Was mich am meisten interessiert, weil ich ja auch Vater von 3 Kindern bin, was sagen die Kinder? Merken die das oder ist das für die ganz normal oder wie reagieren die? Haben die schon Rückmeldungen gegeben? Nein, leider noch nicht. Also was heißt leider noch nicht? Keine Evaluation im empirischen Sinne. Aber wenn wir jetzt schauen, wie kommen uns die Kinder entgegen, strahlen die uns morgen an, sagen guten Morgen, sind relaxed im Klassenraum, das ist doch schon ein Spiegel. Wenn wir mal festhalten, wie viel Disziplinarprobleme wir manchmal hatten, weil auch die Sprache nicht identisch war, hat sich das dadurch ein wenig minimiert. Gut, das müsste man jetzt mal wissenschaftlich eruieren, aber das werden wir vorerst nicht tun. Wir sehen, dass es den Kindern gut geht. Dann kommt die Leistung und dann erreichen wir auch die Eltern. Ja, also das fand ich ja ganz faszinierend, wo du das berichtet hast, dass die Kinder dann jetzt auch schon selber sich Gedanken machen, wie kriegen wir denn Movement Method an unserem Movement-Tag? Also ich mache das ja schon ein bisschen länger. Wir sind ja nun schon über ein Jahr in dem Programm und nutzen das. Und meine Kinder kommen jetzt schon selber mit Lesson Plan, also Stunden dafür und entwickeln Spiele. Können wir das nicht mit diesem Spiel lernen? Sodass von mir der Druck so ein bisschen weg ist und die machen das selber und wissen auch den Unterschied zu anderen Klassen. Die sehen das halt in meinem Klassenzimmer. Wir haben Tiere, wir haben Natur im Klassenzimmer und die mögen das sehr gerne. Und anstelle einer Klassenarbeit, die sagten mir immer Danke, dass das so ein tolles Klassenzimmer ist, ich mag gerne kommen, ich liebe Schule. Und dann habe ich denen gesagt, dann schreibt mal zu dieser Organisation, die das alles entwickelt haben, hin. Und anstelle einer Klassenarbeit mussten die dann halt schreiben und haben sich für alle möglichen Sachen bedankt. Und die wussten sehr gut, dass das Klassenzimmer wesentlich anders war, dass sie weniger Kopfschmerzen hatten, mehr spielen durften, dadurch lernen konnten, dass das Lernen Spaß machte. Also es war schon sehr beeindruckend.